Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, es gibt schon wieder ein paar kleine Neuigkeiten, und zwar erwartet uns diese Woche schon wieder das nächste Portal hier, und zwar im Webshop ist es auch wiederum bereits schon angekündigt, der Driving Dungeon kehrt zurück. Ja, lange ist er weg gewesen. Manche hatten schon gedacht, er kommt gar nicht mehr wieder. Aber er ist wieder da, aber in einer bisschen abgewandelten Art und Weise. Das Ganze wurde ja schon mal in einer Roadmap so ein bisschen angekündigt, wie dieser Driving Dungeon jetzt verfährt. Und ob wir nochmal so einen Driving Dungeon bekommen, wie wir ihn von früher kennen, mit 10 Etagen, und jede Etage gibt so circa die gleichen XP-Werte wie ein Wirbelwindgegner. Ja, das lässt sich abzuwarten, aber diesmal ist es ein, wie soll ich sagen, Just for Fun Test Dungeon, kann man eigentlich so fast schon sagen, ja. Aber wir gehen auch direkt mal rein. Der fahrende Dungeon kehrt diese Woche zurück. Von Freitag bis Sonntag könnt ihr in der neuen Nekromanten-Version des fahrenden Dungeons kämpfen. Was ist der fahrende Dungeon? Der Dungeon ist ab Level 10 zugänglich und nur für eine begrenzte Zeit im Spiel. Kämpfe gegen 50 verschiedene Ebenen an Nekromanten. Wir können nicht garantieren, dass ihr die Ebenen abschließen könnt. Ja, das ist erstmal so das Erste. Es wird auf 50 Ebenen erweitert, was ja vorher immer so bei 10 war. Und man kann jetzt halt gegen Nekromanten spielen. Ja, das ist tatsächlich neu. Aber bevor ich euch das erkläre, würde ich mal sagen, lesen wir uns das einfach durch, weil das ist nämlich dann schon selbsterklärend, sag ich mal so. Keine Belohnung. Der fahrende Dungeon gibt keine Belohnungen, kostet euch allerdings auch keine Pilze oder Tickets. Ihr könnt ihn so oft ausprobieren, wie ihr möchtet, damit helft ihr uns, wertvolle Daten zu sammeln. Also für alle, die immer mal so, ja, die Dungeons durchentern wollten, wie wir das auch immer machen in den Streams, ja, und dafür unzählige Pilze ausgeben, können das jetzt mal halt eben kostenlos machen. Aber es gibt halt eben auch keine Erfahrungspunkte dafür. Trotzdem bin ich daran sehr interessiert, wie weit mein Account dort kommen wird und ob man da irgendwelche Vergleichswerte und sowas hat. Also es ist ja neu, dass jetzt die Nekromanten-Klasse als Dungeon-Gegner halt eben zur Verfügung steht, und damit wollen sie halt eben neben den abseits der normalen Klassen, die es ja jetzt schon bereits als Dungeon-Gegner gibt, auch neuere Klassen hinzufügen und das halt eben durch solche Tests eben ausprobieren. Ja, der fahrende Dungeon wurde stark überarbeitet und dient nun als Testmodul für uns. Wir möchten alle Spielerklassen in unbekannter Zukunft als Monster verfügbar machen, um mehr Spieltiefe zu ermöglichen. Dafür benötigen wir sehr viel mehr Daten, da diese neu erstellt werden müssen. Das alles kann uns in Zukunft ermöglichen, andere Klassen in Dungeons einzubinden oder ganz neue Dungeon-Welten mit neuen Klassen zu erstellen. Ja, also im Prinzip werden einfach Daten von den Fights gesammelt, die zur Auswertung halt eben helfen, Player Games dann ein bisschen mehr Dungeon-Vielfalt in Zukunft zu ermöglichen. Auch hilft dieses Testmodul uns dabei, die ein oder andere Klasse in der Zukunft besser anzupassen. Wenn ihr uns also helfen wollt, diverse Anpassungen, neue Monster und Dungeons in der Zukunft besser erstellen zu können, kämpft doch ein wenig gegen die 50 Nekromanten. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie es jetzt halt erstmal mit Nekromanten versuchen, dass in Zukunft bestimmt auch noch sowas wie Paladin Driving Dungeon gibt oder vielleicht sogar ein Pestdoktor Driving Dungeon, wo man halt gegen die 50 neuen Klassen eben antritt. Und das ist, denke ich mal, es ist nice to have, so, ne? Es bringt euch jetzt nicht sehr viel, aber ich denke mal, es ist jeder daran interessiert, sich durch die Dungeons durchzuballern, um zu gucken, wie weit so sein Account halt kommt. Wenn es kostenlos ist, ja, kann man den Spaß ja auch gerne mal mitmachen. Huch, da wurde der Adblocker aktiviert hier. Beta-Server. Einige von euch haben uns bereits gefragt, warum wir den fahrenden Dungeon nicht auf unserem Beta-Server testen. Das Problem mit dem Beta-Server ist, dass wir dort nur eine sehr kleine, aber sehr engagierte Spielerschaft zur Verfügung haben. Ein Großteil unserer Community spielt nicht den Betas mit.
ja, spielt nicht in den Betas mit, und für den fahrenden Dungeon brauchen wir sehr viele Daten von verschiedenen Arten von Spielern und Leveln. Wir haben bereits einige Tests intern durchgeführt, sind uns aber sehr sicher, dass die große Menge an Daten und Informationen, die wir mit den fahrenden Dungeon sammeln können, uns in Zukunft helfen wird, das Spiel weiter voranzubringen. Ja, also so viel auf jeden Fall hier zum Driving Dungeon, zum Test Dungeon, der jetzt diese Woche wieder zurückkehrt. Von Freitag bis Sonntag öffnet er hier seine Pforten in der Stadtansicht. Und ja, ich denke mal, ab Donnerstag wird er schon bei mir auf dem Server hier zur Verfügung ja, gestellt werden, so, also ne, denke ich mal, ne, weil ja F9 immer einen Tag früher ist. Das heißt, wir können dann schon direkt mal reinschauen, wie weit wir hier mit unserem Account kommen und das Ganze mal testen, um mal zu sehen, ja, wie sich das so gegen die neuen Dungeon-Klassen so kämpft. Ja? Also es ist jetzt nichts Besonderes, Großes so, ne? Aber ich denke mal, so ein bisschen durchentern hat noch nie jemandem geschadet, außer dem Geldbeutel, aber hier ist das Ganze ja kostenlos und deswegen ja für jeden auf jeden Fall auch soweit zugänglich. Ja? Das Design sieht auf jeden Fall schon mal ganz cool aus und ja, also ich bin sehr gespannt, weil das Ding ist halt, wenn du halt so abseits von diesen 3 Standardklassen Dungeon-Gegner ins Spiel bringen möchtest, die zum Beispiel wie der Nekromant wirklich sehr volatil sind von dem Damage-Output her, hat man auch als Spieler natürlich dementsprechend mal mehr oder mal weniger Chancen, je nachdem, wie halt der Gegner so performt. Ne? Und ja, als Spieler selbst ist natürlich die Klasse super useful im PvE, da man halt eben so eine hohe Schadensspanne hat, ne? Und irgendwann kommt dann mal ein Treffer, beziehungsweise halt ein Try, der halt eben ja, über dem normalen, sag ich mal, Durchschnittsschaden so hinausgeht und deswegen ja, ist das als Spieler immer gut, aber als Dungeon-Gegner so jemandem gegenüberzustehen, ist dann halt nochmal was anderes und bin ich sehr gespannt, wie sie das halt, ja, gebalanced kriegen so. Ja, weil das Ganze halt eben sehr zufällig sein kann, was die Tries und sowas anbelangt, ne? Deswegen, ja, ganz gut, dass sie das auf jeden Fall so testen und ich denke mal, das schadet niemanden so großartig, ne? Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall noch hier gerade meine Arena-Fights jetzt noch ein bisschen weiter. Ich habe mich nach wie vor hier immer noch droppen lassen. Ja, ich gewinne natürlich auch immer so ein bisschen an Ehre dazu, dadurch, dass wir ja jeden Fight gewinnen, was ja an sich gut ist so, ne? Ich habe jetzt auch schon die erste Trophäe hier von der Streak freigeschaltet hier. Als Platz 14 auf dem Server, dafür, dass wir hier so reingeschissen haben. Am Anfang ist es trotzdem noch okay. Ja, mal gucken, wie die nächsten Fights aussehen hier. Also ich werde auf jeden Fall weiter versuchen, hier unten zu bleiben so, ne? Als ich angefangen habe, mich droppen zu lassen, war ich ungefähr in dem Bereich. Jetzt bin ich hier schon wieder ein bisschen aufgestiegen. Ja, aber ich denke mal, das ist trotzdem noch voll in Ordnung. Ansonsten müssen wir uns einfach wieder die Tage droppen lassen. Dann ist das halt eben auch so. Ne? Gut, dann machen wir die Fights mal noch schnell fertig. Ich muss sagen, man achtet halt wieder sehr vermehrt darauf, wen man angreift hier an der Arena. Man kloppt nicht so stumpf durch. Ne? Manchmal hat man natürlich auch hier so einen Uran als Beispiel, ja, der sich auch hat droppen lassen hier auf dem Server, um halt eben auch die Streak aufrecht zu erhalten, konstant. Ja, wenn jetzt sich jeder droppen lassen würde, wäre das natürlich nicht so förderlich, weil man dann gegen dieselben Gegner spielt, gegen die man auch auf den Top-Rang gespielt hat. Ja, knapper Fight wieder hier. Also das ist halt das Ding, ne? Dadurch, dass wir hier so eine krasse PvE-Waffe haben, hier mit so einer hohen Spanne, ne? Der Gegner hätte jetzt quasi nur ein paar Mal mehr critten müssen und dann wäre das Ding hier schon over gewesen. Dann hätte ich meine Streak an den Nagel hängen können. Ja, wenn ich nicht kritte, ist das Ding halt eben auch manchmal ein bisschen gefährlich hier. Also die Tries sind trotzdem
Ja, auch wenn man sagen muss, dass man natürlich hier, also ich habe jetzt, seitdem ich mich droppen lassen habe, habe ich noch keinen einzigen Kampf jetzt verloren. Ne? Also das ist tatsächlich ganz gut. Aber man merkt schon, dass, ja, dass halt unter gewissen Umständen, wenn zum Beispiel der Gegner immer kritten sollte und ich zum Beispiel gar nicht kritte, ja, wie jetzt in dem Falle hier, wäre der Kampf jetzt einfach so weitergegangen, dann hätte ich auch verloren. Ne? Deswegen, das ist nicht ganz ungefährlich trotzdem. Ne? Aber ja, wir gewinnen trotzdem einen Großteil an den Fights hier. So, letzter Versuch. Dann haben wir das Ding auch wieder. 200 Ehre. Freue ich mich leider nicht drüber, muss ich sagen. Ja, ich will wieder nach unten, auf jeden Fall. Vielleicht lasse ich mich die Tage auch nochmal droppen. Alles klar. Aber das soll es erstmal soweit zu dem Video gewesen sein. Ne? Wenn der Driving Dungeon draußen ist, werden wir natürlich dementsprechend dort auch gucken, Video dazu machen, wie weit wir kommen mit unserem Char hier. Und ja, aber für heute war es erstmal soweit. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.